Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Heute geht es um eine ganz besondere Zusammenarbeit, beziehungsweise eigentlich ist es gar keine Zusammenarbeit, sondern mehr ein Aufeinandertreffen von Michael und dem Zaubererduo Siegfried und Roy. Michael hat nämlich den Song Mind is the Magic für Siegfried und Roy beziehungsweise über Siegfried und Roy aufgenommen. Und alles weitere, was es damit auf sich hat, seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, wie schon gesagt, gab es ein deutsches Zaubererduo, Siegfried und Roy, beide leider inzwischen verstorben. Die waren aber tatsächlich weltweit bekannt und berühmt. Die sind auch in Las Vegas aufgetreten und hatten ihre eigene Show. Und ja, auch Michael war mit Siegfried und Roy in irgendeiner Art und Weise verbunden. Denn im Jahr 1989 hat er gemeinsam mit Brian Lauren den Song Mind is the Magic geschrieben. Und dass es da um Siegfried und Roy geht, merkt man spätestens im Refrain. Also das ist tatsächlich ein Solo-Song von Michael, der auch sehr cool ist und sehr hörenswert ist, der aber irgendwie relativ wenig Beachtung findet, finde ich. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal dieses Video, zumal es zuletzt auch einen neuen Release gab, den ich euch zeigen kann, rund um Mind is the Magic. Ja, wie gesagt, 1989 bereits wurde dieser Song aufgenommen, allerdings nicht veröffentlicht bis ins Jahr 1995. Da erschien Mind is the Magic nämlich auf dieser CD-Compilation. Das ist ja ein Siegfried und Roy Release, steht Michael Jackson erstmal gar nicht drauf, nur eben hier auf diesem roten Sticker, wo steht Including Exclusive Theme Song Siegfried and Roy, written and performed by Michael Jackson. Genau, und wenn man sich die Tracklist dann nochmal genau anguckt, seht ihr gerade auch eingeblendet, sieht man tatsächlich, der erste Track ist Mind is the Magic von Michael Jackson, 6 Minuten 21 lang. Diese CD ist 1995 in Deutschland herausgekommen, unter dem Edel-Label damals. Ich mache das hier nochmal auf. Hier seht ihr, wie die CD aussieht, die ist so bedruckt. Und wenn man das hier aufklappt, seht ihr auch nochmal, dass hier auch die Vorder- und die Rückseite von dem Cover ein gemeinsames Bild ergeben. Also auch ganz cool. Die anderen Songs sind Songs, ja, die in irgendeiner Form in der Las Vegas Show und dem TV-Special, steht nämlich hier, verwendet wurden. Unter anderem auch das O Fortuna aus der Carmina Burana. Und ja, wie gesagt, verschiedene Tracks von verschiedenen Künstlern, die hier drauf sind. Von Michael ist aber eben nur dieser eine Song drauf, Mind is the Magic. Von dieser CD gibt es auch noch eine weitere Version, die ich habe, die auch noch original verschweißt ist bei mir. Nämlich diese hier. Ihr seht, die ist leicht anders, denn hier ist der Schriftzug oben ein bisschen anders. Hier steht nicht Siegfried und Roy, sondern Siegfried und Roy at the Marriage. Das ist irgendwie nochmal eine leicht andere Version. Die Tracklist ist aber die gleiche. Habe ich mal durch Zufall gesehen, dass es da unterschiedliche Versionen von gibt. Deswegen habe ich die zweite dann eben auch noch gekauft. Das ist vielleicht für einige von euch nicht so spannend. Vielleicht aber, dass es diese CD auch in einer Kassettenversion gibt. Mit der gleichen Tracklist. Die habe ich tatsächlich genau einmal gesehen. Nämlich für irgendwie 3 Euro auf irgendeinem Auktionsportal. Und da habe ich die dann gekauft und danach nie wieder zum Verkauf gesehen. Also ich gehe auch davon aus, dass die dementsprechend selten ist. Sonst würde man die ja vielleicht nochmal irgendwo sehen. Das nur für euch als Info. Diese Dreams and Illusions von 1995 gibt es auch auf Kassette, ebenfalls eine Pressung aus Deutschland. Damit endet aber nicht die Veröffentlichungshistorie von Mind is the Magic, denn irgendwann wurde Siegfried und Roy nicht mehr von dem Edel-Label veröffentlicht, sondern von einem anderen Label, nämlich dem Zyx-Label oder ZYX, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ebenfalls ein deutsches Label. Und da kamen nach Michaels Tod noch einige weitere Sachen raus, angefangen mit Mind is the Magic als CD-Single. Das ist eine etwas schwieriger zu findende Single. Die kostet dann auch ein bisschen mehr, wenn man die mal kriegt. Das ist aber tatsächlich, also wirklich auch in so einem Single-Jewel-Case drin. Das heißt, 2010 kam die raus. Das heißt, es war 21 Jahre, nachdem der Song aufgenommen wurde, kam die als Single raus. Die Tracklist ist auch interessant. Es gibt nämlich einfach die ganz normale Version, also die Original Version von Mind is the Magic.
Es gibt aber auch noch die Original Remix-Version. Die ist tatsächlich ziemlich cool, auch wenn die relativ kurz ist. Und noch 2 weitere Remixer, die nicht so cool sind. Also die finde ich nicht so hörenswert. Ist aber offiziell erschienen. Und ich finde dieses Cover-Artwork so cool irgendwie. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Video diese Single gezeigt und da auch schon gesagt, das ist einfach so lustig, dass sie dieses Bild genommen haben. Also, ne, die gucken auch alle irgendwie so ein bisschen unvorteilhaft, aber das scheint irgendwie das einzige Bild zu sein, was es von Michael und den beiden gibt. Und deswegen hat man das dann auf das Cover-Artwork genommen. Auf jeden Fall ein cooler Release und freue mich, dass ich die inzwischen habe. 2018 kam dann noch diese CD heraus mit dem gleichen Cover-Artwork, Magic Music The Show. Auch hier ist Mind is the Magic drauf und noch einige andere Songs, also auch eine Compilation, auch unter dem gleichen Label erschienen. Ist also auch ganz cool. Ich habe sie noch nicht gehört, die ist bei mir auch noch original verschweißt, aber das ist auf jeden Fall kein Problem, die heute noch zu kriegen. Denn dieses ZYX-Label, was auch diese CD veröffentlicht hat, ja, die verkauft die heute noch, diese CDs. So, man könnte meinen, das war's jetzt mit Mind is the Magic. Aber nein, dieses Jahr, 2024, ist Mind is the Magic zum ersten Mal auf Vinyl veröffentlicht worden. Und das hat gefühlt niemand mitbekommen, aber tatsächlich ist es der Fall. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das dann auch gesehen, als das angekündigt wurde, dass das überall bei Mediamarkt, Amazon etc. zum Vorbestellen da war. Das habe ich dann auch vorbestellt, sollte, glaube ich, 18 € kosten bei Mediamarkt. Das wurde aber nie geliefert. Und ich hatte mehrmals schon dem Kundensupport geschrieben, was denn da wäre, und die konnten mir das nicht beantworten. Und tatsächlich ist es wohl so, dass die den Verkauf bei all diesen großen Läden gestoppt haben, sondern dass nur über eine Firma, die eigentlich Events organisiert, wo man sonst eigentlich nur Eintrittskarten kaufen kann, in deren Online-Shop vorhanden ist. Der Link ist auf jeden Fall jetzt hier eingeblendet und auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr noch eine ergattern. Die sind nämlich auf 500 Stück limitiert. Und ich glaube auch nicht, dass da noch welche nachkommen. Die Sache ist die, dass die doppelt so viel kostet, wie die ursprünglich beim Mediamarkt kosten sollte. Ich habe jetzt mit Versand 38 € bezahlt. Das ist viel zu teuer eigentlich, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ihr findet es dort. Nun aber zu der Schallplatte. Die ist hier noch drin. Die ist nämlich heute bei mir erst gekommen. Die packe ich jetzt mal hier aus. Ich habe sie mir schon einmal angeguckt, also kein echtes Unboxing. Aber hier ist sie. Auch dieses Cover-Artwork mit Michael und den beiden hier drauf. Also, neue Bilder von den dreien gibt es nicht mehr. Sind leider ja auch alle nicht mehr am Leben. Aber eben dieses, was wir jetzt schon mehrmals gesehen haben, was seit 2010 immer wieder verwendet wird, ist jetzt eben auch hier in groß in dieser Vinyl-Disc erschienen. Und bei mir ist es nämlich Nummer 392 von 500. Die sind also auch, wie gesagt, streng limitiert. Und bin froh, dass ich noch eine ergattert habe. Das wäre dann auch der letzte Release von Mind is the Magic, den ich euch heute zeigen kann. Also, ihr habt zumindest jedes Format jetzt einmal gesehen. Ihr habt eine CD oder mehrere CDs gesehen, eine Kassette und jetzt auch eine Schallplatte. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sag bis dann.